Der Dresden-Mythos Faktencheck. Die Bombardierung Dresdens ist bis heute ein Lieblingsthema von Rechtsextremen, um deutsche Verbrechen zu relativieren. Schauen wir uns die Fakten an, die sie dabei gerne verdrehen. Mythos 1: Die unschuldige Stadt. Dresden war eine reine Kulturstadt ohne militärische Bedeutung. Das ist falsch. Dresden war 1945 ein zentraler Verkehrsknotenpunkt für die Wehrmacht auf dem Weg an die Front, wo sie einen brutalen Vernichtungskrieg führte. Die Stadt war ein wichtiger Industriestandort mit Rüstungsbetrieben. Gleichzeitig war sie überfüllt mit Flüchtlingen, was die menschliche Katastrophe des Angriffs unvorstellbar vergrößerte. Die Situation war komplex. Mythos 2: Der beispiellose Terror. Die Flächenbombardements der Alliierten waren grausam und unmoralisch. Bis heute ist ihr militärischer Nutzen stark umstritten. Sie waren zudem damals und heute nach der Genfer Konvention Kriegsverbrechen. Keine Frage. Aber die Blaupause für den Terror aus der Luft gegen die Zivilbevölkerung lieferte die deutsche Luftwaffe selbst in Guernica, in Warschau, in Rotterdam. Alliierten adaptierten und perfektionierten eine furchtbare Taktik, die das nationalsozialistische Deutschland begonnen hatte. Mythos 3: Die Opferzahlen. Es starben über 200.000 Menschen. Diese extrem hohe Zahl ist eine gezielte Lüge aus der Propagandamaschinerie von Joseph Goebbels verbreitet, um den Durchhaltewillen zu stärken und die Alliierten zu dämonisieren. Seriöse Schätzungen wie die der Dresdner Historikerkommission gehen von bis zu 25.000 Toten aus. Eine entsetzlich hohe Zahl, aber eben nicht das Zehnfache, 200.000. Jedes zivile Opfer des Krieges ist eine Tragödie und eines zu viel. Aber die Fakten zu verdrehen und das Leid der Opfer zu übertreiben, um die Verbrechen des NS-Regimes kleinzureden, ist keine Trauerarbeit. Es ist Geschichtsrevisionismus und wird dem tatsächlichen Leid der Opfer des Bombenkriegs in ganz Europa nicht gerecht. Solange wir Opferzahlen gegeneinander aufrechnen, kann es keine ehrliche Versöhnung geben.